Hi everyone, Samuel here. Welcome back to another video on the GR channel and welcome to Berlin. I'm here in front of Photo Pioneer. This is a photography store, printing space, exhibition space. It's my first time here. I have to figure out what exactly is going on here. But today we have a Ricoh GR meetup. The first in Germany, I think, but many to come in London and Paris as well. And I'm going to show you what you can expect at a GR meetup. We have some speakers, some presentations. We will do a photo walk and we will just have a good time. So follow me and let's check it out. Let's check out what the others are doing. First of all, let me show you what I brought to this event. My trusty old Ricoh GR1, the first APS-C, and I have my GR3 Street Edition. Let's see what the others have. Okay. Ja, G3X, Thumb Grip und wieder Strap. Ja, wo kriegt man diesen her? Den habe ich noch nicht gesehen. Etsy, den habe ich einfach bei Etsy gekauft. Genau, Peak Design, Anker dran und das war's. Super easy. Ja, minimalistisch. Und du hast hier einen ganz besonderen Ring mitgebracht. Genau. Ist das einer von Ricoh, ein offizieller? Nein, das ist kein offizieller Ring, den habe ich dann aus woanders her. Da ich zwei Ricohs habe, also auch die X mittlerweile, man muss das ja irgendwie mal unterscheiden können, den ganzen Kram, deswegen habe ich da den roten Ring drauf. Ich habe auch noch einen goldenen, aber ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Excuse me, please put away your Leica. This is a Ricoh GR event, not a Leica event. What is this, a Pentax? Oh, you can stay. Oh, no. Thank you, brother. We have some familiar faces here. Here we have the Heike Frühlingsdorf specimen who came all the way from Düsseldorf. Du kannst auch Deutsch reden. From Cologne. From Cologne? Oh, from Cologne. I'm sorry. She's from Cologne. You probably saw her on this channel before. So, Deutsch. Ne? Ja, gerne. Kannst du kurz erklären, wie bist du zu der GR gekommen? Ich kenne natürlich deine Geschichte, aber nur kurz in ein paar Wörtern zusammengefasst. Also ich habe die gewonnen beim SBI Awards und wollte die eigentlich verkaufen, wie ich dir das schon mal erzählt habe. Und ja, aber dann hat es mir so viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren, dass ich sie behalten habe. Und heute probiere ich auch die 40 mm Kamera aus. Ah, ja. Wer weiß, vielleicht habe ich die ja auch noch. Vielleicht gewinnst du die dann beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Wer weiß. Das war mir dann sehr unbequem, weil ich die linke Kamera dann nur so Alright, so we just wrapped up the first round of presentations. I gave a presentation, I hope it was fine. We have a few more presentations coming up. Now we are going to take a break, everyone is having some coffee and it looks like we are having some good food over here. I think we all know we came for this. This is nice, but woo. Tell us a little bit about your presentation, or why are you here? I don't know why I'm here, because I don't own a Ricoh GR, not yet. But you're here because you tested the GR Yeah, I tested on your the YouTube GR. channel, and now you presented the results. And Yeah, I tested the GR and GR3 and GR3X and compared with them, the both cameras and wanted to show the people here the comparison photos, how it looks with 28 mm and 40 mm. And what are you eating? A tiny burger. It looks good and it's really nice.
bisschen später ging dann die Hand hoch und das macht die ganze Sache schon mal einen Ticken besser. Und dann Ich nutze die GR in erster Linie wie eine Art Notizbuch. Ich komme in Situationen und über die ich später schreiben werde und mache mir von denen erstmal ein Bild, ganz, ganz klassisch. Und diese Art zu fotografieren, die immer auch ein mittendrin dann natürlich ist, die wird von der GR sehr unterstützt durch die Weitwinkligkeit, vor allen Dingen aber dadurch, dass sie so klein und so kompakt ist. Also ich sage immer, wer in eine Veranstaltung rein will und klar machen will, ich bin wichtig, es ist wichtig, dass ich hier Fotos mache, der braucht eine große Ausrüstung. Wer bereits drin ist, der ist ganz froh, wenn er eine Ausrüstung hat, die als solche gar nicht auffällt. Und das macht, das haben wir heute in der Präsentation vielleicht sehen können, das macht auch ein Stück weit meine Arbeit aus, also Bilder zu machen aus dem Geschehen heraus und nicht in das Geschehen herein. Was sind denn so die Reaktionen, die du bekommst, wenn du von einem Politiker oder einem Schauspieler deine GR rausholst? Wie sind da so die Reaktionen? Wahrscheinlich kriegst du andere Reaktionen, als wenn du mit einer fetten Kamera ankommst. Ja, du riskierst natürlich nicht ernst genommen zu werden. Das ist aber ja auch der halbe Spaß. Also die Kamera ist nicht größer als ein Handy und die Benutzung sieht recht ähnlich aus. Man schaut halt hinten aufs Display und insofern könnte das ein oder andere sympathische Schmunzeln vielleicht auch ein herablassendes Lächeln sein. Aber das wissen wir, die wir mit dem Gerät umgehen und die wir die Ergebnisse kennen. Also der Erfolg gibt einem solch kleinen Gerät dann recht. Letzte Frage, persönlich würde mich interessieren, oder als jemand, der viel mit Rico in Kontakt ist. Wenn du mitentscheiden könntest, was in der nächsten GR sich verändern sollte, jetzt speziell für deinen Use Case, sage ich jetzt mal auf Englisch, gibt es gewisse Dinge, die dir helfen würden in der Arbeit, die du jetzt machst, wo du sagst, das brauche ich unbedingt? Ja. Also ich habe es mir ein Stück weit von der GR-X erhofft. Da ist mir die neue Optik noch zu weitwinklig. Also wenn Rico mir zuhört, dann wünsche ich mir neben der GR mit dem 28 mm Objektiv vielleicht eine GR mit einem 55 oder 60 mm Objektiv, um die ein oder andere Szene, die für meine Arbeit typisch ist, also porträthafte Situationen, noch besser aufzeichnen zu können. Das wäre mein persönlicher Wunsch an Rico. Alright, we are outside again. It is super hot, I'm already sweating. And we are heading towards the Alexanderplatz to have our photo walk together with Soul of Street. And as always, I'm last because I have all my equipment here. I have to get ready. And let's catch up with the other guys and I show you what's going on in the photo walk. After that, we will come back and have some cakes and coffee, and then we will slowly end the day. But so far, it has been fun, and it's always nice to meet other GR users and people who I know online but haven't met in person yet. So it's been fun. Let's go. Okay, so we arrived at the Alexanderplatz and I'm here with Soul of Street, the team of Soul of Street, or not all of them, but they are partly responsible of this photo walk. We are continuing in German. So, warum sind wir hier? Ihr habt das mitorganisiert, richtig? Ja, wir haben die Community Days von Rico mitorganisiert und haben den Fotowalk zum Alexanderplatz geführt. Ja. Ihr habt ja das Magazin Soul of Street. Wann habt ihr das erste Mal rausgebracht? Schon eine Weile her, oder? Ja, das erste Magazin ist erschienen 2015. Rico ist ja einer von euren Sponsoren, nehme ich mal an. Und wie lange ist diese Beziehung schon, also wie lange seid ihr schon zusammen da mit Rico? 2017 gab es die ersten Kontakte mit Rico. Was ist so euer Eindruck bis jetzt von dem Event? Ist alles gut verlaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ja, auf jeden Fall. Also bis auf das Wetter, was sehr heiß ist. Ansonsten alles super gelaufen bisher. Ja. Ich denke, die Veranstaltung, die Redner waren sehr gut gemischt, war alles thematisch dabei. Hat riesen Spaß gemacht bisher. Cool. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder dabei, oder? Definitiv.
Auf jeden Fall. Immer wieder. Gut, danke. No seats. No. No. Really need one right now. Er merkt sich, wo seine Kamera liegt. Und dann mischen wir, mischen. Oh, da kommt ja noch ordentlich was hier auf den Tisch. Oh, jetzt sind sie aber alle hier. Guckt euch das an, das ist ja hier. Ein geiles Bild, alle mit ihren Smartphones hier. Anders geht's ja nicht. Am Alexanderplatz. All right, so we just had some delicious cheesecake and coffee, and everyone is chatting behind me, having a quiet time after this eventful day. It is very warm even here inside. And yeah, this is we are slowly wrapping up the event. Thank you to everyone who joined us and who said hi to me as well. It was very nice meeting you, and I hope to see you in a future event. Speaking of future GR events, Rico just told me that if you use their hashtag shootgr_ your city name and it reaches more than 1,000 hashtags on Instagram, then they're considering doing a meetup in your city. So if you want us to come to your city, use their hashtag on Instagram. And please remember to like this video and comment in the comment section. We would love to hear from you. And subscribe to this channel for more GR content. See you next time.